Nichts gestellt, kein Hochglanz. Bei uns gibt es nur das, was zufällig gefilmt wurde. Wer wir sind, das ist Ute und ich bin Björn. Als wir im Mai 2019 aufbrachen, um für mindestens ein Jahr um die Welt zu reisen, waren wir noch 4,5 Jahre jünger. Vor der Pandemie. Mit selbst ausgebauten Vans und Rucksäcken. Die Welt, die wir verlassen haben, war eine andere. Der Weg ändert sich täglich, Pläne sind völlig sinnlos. Wir wissen fast nie, wo wir nächste Woche sind. Unmöglich, es ist plötzlich Realität. Wenn du dieses Video siehst, sind wir sicher schon einen Kontinent weiter. Vielleicht am Tisch neben dir? Auf neuen Wegen, unsere Flügel entfalten sich. Karten in der Hand, kein Ziel zu weit. Grenzenloses Glück, unsere Herzen sind bereit. Wir fahren los, lass uns einfach geschehen. Ohne Sorgen, ein Leben voll Magama. Baby, die Welt ist groß, doch wir folgen der Sonne. Eine Minute nach der Landung, die erste Katze. Für mich frei und leicht. Neuer Tag, neues Ziel, unsere Reise ist gemacht. Manchmal denk ich träum doch. Pack my bags and set to roam underneath the tropic dome. Counting stars on ocean's edge, living free with no regrets. Flying high, the world is wide. Life and laughter side by side. Adventures waiting in the breeze. Auf den Philippinen gibt es einen Gimmick, der uns immer wieder auffällt. Du kriegst, ihr seht, das hier ist Steak. Das ist an sich schon schwer durchzukriegen. Du kriegst aber immer eine Gabel und einen Löffel. Es gibt keine Messer dazu. Nirgends. Hier habe ich jetzt gefragt und habe jetzt hier so ein Plastikding gekriegt. Plastikmesser Komische für das Ausländer. da. Ich habe gefragt, wie macht ihr das denn? Ute hat auch schon mal gefragt. Haben gesagt, ja, wir benutzen traditionell nur das. Und ich denke so, ihr seid bei allem anderen versucht, den Westen nachzueifern. Messer wäre tatsächlich eine ganz geile Erfindung. Und dann meinte er, nein, wir reißen das dann irgendwie so auseinander. Und wir haben teilweise Essen, das kannst du gar nicht auseinanderreißen, ohne dass es durch den Raum fliegt. Das ist völlig verrückt, dass dieser Punkt in den Philippinen immer noch irgendwie so ist, als ob es ist keine Sicherheitssache. Es ist wirklich so, es hat es nie gegeben, was ich mir nicht vorstellen kann. Denn die Eingeborenen damals werden doch Messer benutzt haben, um Fleisch zu schneiden. Die haben doch nicht früher schon und in ihren Hütten gesessen mit Gabel und Löffel und die Dinge auseinandergerissen. Vielleicht haben sie es nur mit Hand Es gegessen. ist bestimmt eine Geschichte hinterher. Wenn mir die Geschichte nennen kann, dann kriegt einen Keks von mir. Keks. So, Und ich hoffe, ich kriege jetzt, aber ich kriege es versuch's so. mal, guck mal. Allein diese Löffel, man sieht ja hier schon, wie soll denn das funktionieren? Super starke Und wenn ich jetzt Löffel. richtig ziehe, fliegt das hier über den Tisch. Was cool ist in den Philippinen ist, dass du in den Restaurants, die Dinger stehen immer in heißes Wasser. Das heißt, du hast nie irgendwelche infektiösen Dinge oder so, was bei anderen Sachen einfach so drin steht, jeder spuckt drauf und so. Das muss man sagen, das ist ziemlich gut. Allerdings stand das Wasser so lange, dass ich einen weißen Rand hatte. Aber egal, immerhin. So, ich führe das jetzt nicht vor, weil ich habe keinen Bock auf das Blutbad. Guten Appetit. Danke. Während wir uns in Japan und Südkorea herumtrieben, war Jens so nett, auf unser Gepäck aufzupassen. Er wohnt in Cebu, Philippinen und hat dort auch ein kleines Hostel und bietet Fahrradtouren an. Nachdem wir also zuvor schon über 2 Monate auf den Philippinen waren, haben wir jetzt noch einen Monat, den wir überbrücken müssen. Allerdings hat sich das Wetter extrem geändert. Es ist extrem heiß geworden, sogar für diese Gegend viel zu heiß. Vielleicht ist das nicht die beste Zeit, um auf eine Insel zu fahren, die Jens uns vorgeschlagen hat. Dort, wo es überhaupt keine Infrastruktur gibt und auch keinen Schutz vor der Hitze. Wir sind eine Wartelinie. Wir sind eine Wartelinie. Genau, muss direkt an dem Mann dran sitzen, dann müssen wir einmal rum und dann kommen wir an den Schalter, um ein Ticket zu kaufen. Nach Camotes Island. Wissen ja, man ist sehr genau hier auf die Philippinen. Ja, ist man. Und ich muss jetzt rüber. Hearing waves in every hello. Sunsets go
Auf verschlungenen Pfaden erreichen wir die Camotes. Es sind 3 kleine Inseln, wovon 2 mit einem Damm verbunden sind. Die Inseln haben fast keine Infrastruktur und ganz besonders kaum Tourismus. Ich verstehe das nicht. Die ganze Zeit waren die Tiere gar nicht hier. Unter dem Stuhl, die Katze. Und jetzt plötzlich sind sie alle hier, weil sie uns plötzlich so sehr lieben? Total. Bin mir nicht so sicher. Aber ich denke, es ist wahre Liebe. Als wir auf den Camotes sind, kommt der Governor. Die Straßen wurden extra gebaut, es gibt Busse, die es hier normalerweise niemals gibt und überall gibt es Festivitäten. Man hofft, dass die Insel vorangebracht wird, wahrscheinlich auch für den Tourismus. Ach, Sweetie. So, wir haben hier eine Katze, die uns jetzt eben gefolgt ist. Ja. Und wir haben eigentlich keine Chance, dass sie überlebt. Die werden wohl hier rausgeschmissen und jetzt fahren wir ins Dorf. Sie sagte, wenn wir sie da aussetzen, haben wir eine gute Chance, dass die Restaurants sie nehmen. Und es gibt da eine Frau, Die sammelt Katzen. die sammelt Katzen. Da können wir bloß gerade nicht hin, weil der Vizepräsident ist hier. Und wir werden wahrscheinlich da nicht rein können. Aber wir können versuchen, sie in der Nähe abzusetzen. Vielleicht ist sogar irgendeiner von den Gästen da, der sie mitnehmen würde. Versuchen es einfach. Wir haben keine andere Chance. Nee. Denn hier ist nichts, hier werden die wohl immer rausgeschmissen. Die ist winzig klein. Die ist so gerade gestirbt. Wie wir schon in einem der Videos zuvor gesagt haben, sind die Philippinen das Land in Südostasien, wo die Tiere am schlechtesten behandelt werden. Wir haben gesehen und erfahren, wie Zielfahrten auf Tiere gemacht werden. Wir haben gesehen, wie Tiere direkt neben Foodstalls direkt verhungern, obwohl man ihnen einfach nur etwas zuwerfen könnte. Da ist vielleicht die Tat, eine Katze vor einem Hostel aus dem Fenster zu werfen, wo sie vielleicht noch versorgt werden könnte, sogar ein Akt der Gnade. Wie gesagt, wofür ich die Philippinen hasse, ist der Umgang mit den Tieren. Darüber könnten wir lange reden, aber was ist aus der Katze geworden? Natürlich können wir sie nicht mitnehmen und das gilt für all die anderen Tausenden von Tieren, von denen Leute sagen, warum habt ihr sie nicht mitgenommen? Wir können keine Tausenden von Tieren mitnehmen. Da die Katze keine Überlebenschance hat und das Hostel sie niemals aufnehmen wird und auch niemand anders auf der Insel, bleibt uns nur die Wahl, zu dieser Frau zu gehen, von der wir gehört haben, dass sie die Katzen aufnimmt. Allerdings nimmt sie nicht wirklich auf. Man setzt sie vor ihrem Haus aus und dann nimmt sie meistens auf. Was soll sie auch anderes tun? Freiwillig macht sie das nicht. Das ist natürlich ziemlich arschig und zurzeit findet genau an dieser Stelle das Governorsfest statt. Also nehmen wir das als Chance. Vielleicht nimmt sie die Katze auf, aber vielleicht nimmt auch irgendjemand dort vor Ort sie auf. Sie ist wirklich klein und Kinder und Frauen und Männer verlieben sich vielleicht in diese Katze und nehmen sie mit und sie hat vielleicht eine Chance. Und vielleicht ist dieser Plan sogar aufgegangen. Ein kleines Mädchen nimmt die Katze sofort auf den Arm, als sie entdeckt. Sie hat was zu essen in der Hand und wir wissen nicht, was daraus geworden ist. Aber eine bessere Chance als in diesem Moment hatte sie nicht. Wer reist, egal ob in Europa oder um die Welt, kommt immer und immer wieder in diese Situation. Und immer wieder muss man harte Entscheidungen treffen. Wenn wir nicht gerade Tonnen an Futterbills herumschleppen, können wir dem Schicksal immer nur einen kleinen Schubs geben. Könntest du vielleicht die Richtung ändern? Alter. Wie jetzt schon mehrfach erwähnt, haben die Camotes keine Infrastruktur. Folglich haben sie auch keine Cafés mit Klimaanlagen, der einzigen Luxus, den wir uns normalerweise gönnen. Da aber auch das Wasser nicht kalt ist und die Sonne dich von oben verbrennt, gibt es nur eine Möglichkeit, dich zu kühlen. So lange wie möglich mit dem Roller fahren und die kalte Luft genießen. Ja,
Unsere kleine Unterkunft liegt an so einer Art Überlandstraße. Sie ist gerade frisch betoniert worden und die Absätze zu den Seitenstraßen sind so hoch, dass man sie nicht mehr erreichen kann. Auf der Karte haben wir aber gesehen, dass es dort hinten einen Strand geben muss. Kleine Wege führen dorthin. Also haben wir eine großartige Idee in dieser Hitze. Wir laufen. Könnte ein Friedhof sein, ja. Ein Friedhof. Wir finden sogar zwei Strände, nämlich eine Doppelbucht. Auf der Mitte zwischen den beiden Stränden gibt es einen alten Friedhof. Die Gräber sind allerdings schon offen und der Inhalt eventuell ins Meer gespült. Was also keine Schlange treten? Obwohl die Hälfte offen ist, sind die recht neu. 2007, 2011. Wie überall auf den Philippinen gibt es extrem viel Müll, auch mitten zwischen den Gräbern. Auch die Familie, die hier am Strand lebt, konsumiert und wirft den Müll natürlich einfach in die Natur. Es gibt nämlich gar keine Müllabfuhr. Got my friends around, all in the same boat. Chilling, grilling, that's the antidote. With a cooler full ice and tales to unfold. And it sits a sweat box, we wash the storied mold. And hot, damn hot, but we'll make it right. With music and laughter, we'll dance through the night. So raise your glass high, let's toast in the sky. Oh, this blaze and season will laugh as we fry. Okay. Fallen wieder am Kopf. Also muss man einmal durch. Schön auch, wenn ich meine schöne Hand trage und sie dann im Wasser gleiten zu lassen. Oh, ist das schön. Und darüber jammern die über die 10 Meter runter, dass das viel zu tief ist. Aber eine Heilige hier wieder. Vielleicht Maria, wer weiß es. Ja, Ute! Wie ist es? Kühl und schön. Ja, wir haben hier eine Höhle. Hier muss man runtersteigen. Die jammern alle 75 Meter runter. Ist schlimm. Das war irgendwie so ein paar Stufen, da warst du da. Ja, das war nicht. Ich schwimme gerade mit Handy in der Hand. Ist ja nicht meins. Ist das tief. Ja, und das endet hier. Ich bin alleine. Und Hallo. da hinten ist Ute. Hallo. Cool, oder? Dennoch bin ich lieber an der Erdoberfläche, aber es ist schön. Ja, ist echt Na, schön. Ute, bist du in Japan? Nein. Wo bist du denn? Ich bin in den Philippinen. In einer Höhle mit Wasser. Drinne? Drinne. Kaltes Wasser.
Das ist cool, weil da draußen ist viel zu heiß. Ist alles sehr tief, dicht, sehr wenig Luft. Ja. Aber schön. Und wir sind natürlich alleine, selbstverständlich. Selbstverständlich. Ist ja Private-Höhle. Und das in der Mittagszeit. Ja. Nix mit morgen aufstehen, morgens früh. Na, wo bist du, Björn? Hopp. Aha. Hopp. Du bist ein Wasserfrosch. Hast du das Vieh gesehen? Das war so groß. Oh ja. Ich konnte dir gar nicht helfen, so geschockt war ich. Ich sehe es, deine Anteilnahme. Ich habe aber gesinkt. Es ist kalt, das Wasser. Also kalt nicht. Es ist Nee, ist angenehm. nicht warm Wasser. Es ist immerhin kein heißes Wasser wie im Meer. Im Meer ist es hier heiß. Ja. Und zwar nicht warm. Ich könnte Kaffeepulver reinmachen Ja. und das Wasser schlürfen, wenn es nicht salzig wäre. Stimmt, jetzt ein Salzkaffee. Hier ist es jetzt endlich mal. Es ist überhaupt nicht kalt, es ist Nein, du steigst angenehm. ein und du denkst so, oh, endlich mal nicht heiß. Ja. Dafür sind wir 75 Meter unter der Erde. Wir mussten buddeln. Haben wir endlich Wasser gefunden. Haben wir gut gebuddelt. Da. Haben wir einen guten Weg gebuddelt. Wir wohnen jetzt hier. I'm breaking away, reclaiming my days, feeling so free. They said that I couldn't, but now I'm flying like a summer breeze. Habe da. I'm not looking back, I'm taking control of my life. And no more chains to hold me down. A new path I'll find, sunrise on the horizon. I'm out of the dark and so alive. With each step I'm stronger, am I embracing the light? With hope in my heart I'm ready to start, a new chapter unfolds. Dreams I've been chasing are within my grasp, and now I'm reaching out so bold. No more fears to shadow my way. Each moment's a gift, come what may. Ein Radler. Es gab schon Missverständnisse. Es hätte fast daneben gehen können. Bald wäre es Apfel mit Zitrone geworden. Und jetzt, Ja, mein Messer. ja. Man kriegt ja nie ein Messer auf den Philippinen. Nur bei dem Deutschen. Größenvergleich. Das kleine Ding ist Ute. Das Riesending ist eine Pizza. Das sieht gar nicht so groß aus. Da, so sieht man das. Ja, so cool, Ute. Jetzt noch ein bisschen Salz, Pfeffer. Feuer an und rein da. Extra mit Treppen, damit die Gäste es auch. Das ist ja cool. Riding through the jungle green, sunshine kisses. Waves
Hallo. Animals wander, let the day begin. Oh, the road is calling me. In this paradise I am free. Wind in my hair, laughter all around. Children wave and joy is easily found. Monkeys swinging from the trees, oh what a sight. In the heart of nature everything feels right. Happy, happy dogs. Waves crashing like a dream. Animals wander, let the day begin. Oh, the road is calling me. It's paradise. Wind in my hair, laughter all around. Children monkeys swinging from the trees, oh what a sight. In the heart of nature everything feels right. Oh, the road is calling me. With every turn I feel so free. Gott, die armen Affen. Das wussten wir nicht, als wir Eintritt gezahlt haben, dass hier Tiere festgehalten werden. So eine Scheiße. In so Mini-Käfigen. Mein Gott. Was ist hieran Protection und was ist dafür Animal Welfare? Hier sind Tiere eingesperrt in winzigsten Käfigen. Ich weiß nicht, was Philippinen mit den Tieren nicht kapieren. Nichts daran ist Welfare, nichts daran ist Protection. Das ist Ausbeutung. In ihrem eigenen Dreck. Was für eine Scheiße. Wiederholst du das nochmal? Ein Cookies und Cream Shake. Milchshake. Ohne Zucker. Mhm. Ja. Weil Ja, weil? nur gesunde Sachen in dem Milchshake. Ja. Kriegst du? Cookies Cream. Nur ohne Zucker halt. Was ist das Problem?
Die Camotes liegen zwischen der großen Insel Cebu und der großen Insel Leyte. Wir möchten gern nach Leyte, weil wir dort die Walhaie sehen können, die nicht so misshandelt werden wie in Oslop. Von Cebu gibt es eine Fähre auf die Camotes. Aber weiter in die andere Richtung gibt es nur gerüchteweise hier und da eine Fähre. Aber irgendwie durch die Pandemie gibt es irgendwie auch gar keine mehr. Auf Facebook und in verschiedenen Gerüchten hören wir von einer Fähre, die morgens um 5 oder 6 ablegt. Die Expats und Einheimischen versuchen uns zu helfen. Die wenigen, die irgendetwas wissen, versuchen irgendwelche Leute zu aktivieren. Und tatsächlich am Ende finden sie die Verbindung. Ob sie wirklich existiert, wissen wir nicht. Ist das Ganze überhaupt eine Fähre? Und wenn überhaupt, finden wir überhaupt jemanden, der uns mitten in der Nacht dorthin fährt, 30 Kilometer entfernt? Hier kommt einfach unsere Erfahrung zum Tragen. Wenn wir eins in Asien gelernt haben, ist, dass man sich darauf verlassen kann. Irgendwie funktioniert es. Und wenn es nicht funktioniert, funktioniert es irgendwie trotzdem. Di naman ka na lagi igabot na sa taubon kasugaran taubon. You'll see the dreams away. And it's time to break the chains today. It's time to fly away. Leave behind the doubts, embrace the skies. Adventure calls, hear the music's rise. So take my hand, let's run so free. Wie spät ist es jetzt? Zu früh. 5:42 Uhr. Wir sind vor über einer Stunde losgeflogen. 4:30 Uhr, ja. So take my hand, let's run so free. A brand new dawn, just you and me. Die Jungs, das schleppen wir jetzt ab. Und die suchen für uns gleich Whale Sharks. Ja, Und dann springen wir hinterher. wir müssen Alles schnell sein. Ganz leise und nicht so touristisch. Mal gucken.